Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie man die Bremsscheiben und Bremsbeläge beim Vito wechselt. Viel Spaß! Ich mache das an meinem Vito W639 111 CDI, aber das Prinzip ist bei vielen Vito und Viano Modellen gleich. Wie merkt man, dass die Bremsbeläge verschlissen sind? Das ist ziemlich simpel, wenn diese gelbe Lampe in eurem Kombi-Instrument leuchtet. Das ist die Bremsbelag-Verschleißanzeige. Somit weiß man, dass die Bremsbeläge ihre Verschleißgrenze erreicht haben. Jetzt muss man nicht gleich in Panik geraten, man kann trotzdem weiterfahren, sollte aber so schnell wie möglich die Beläge erneuern. Wie man erkennt, dass die Bremsscheibe ihre Verschleißgrenze erreicht hat, zeige ich euch, wenn der Vito angehoben ist und das Rad ab ist. Jetzt sollte man den Bremsflüssigkeitsstand im Behälter prüfen. Wenn der Stand fast auf Minimum steht, so wie hier, braucht man nichts machen. Aber wenn der Stand auf Maximum steht, hat jemand zwischenzeitlich was nachgefüllt und man muss etwas Bremsflüssigkeit absaugen. Sonst besteht die Gefahr, wenn die Bremskolben zurückgedrückt werden, dass es überläuft. Und das wäre nicht so schön für Lack- und Kunststoffteile. So, der Vito ist oben und der erste Schritt ist, das Rad abnehmen. Na, das geht ja schon mal super los. Ich drehe es mal, dann kann man es besser sehen. Schaut euch das mal an. Die Kabel vom Warnkontakt sind abgerissen. Aber der Stecker, wo der Warnkontakt reingesteckt wird, ist ja auch nicht da. Schaut mal hier. Den hatten voll Hirni hier bündig abgeschnitten und überbrückt. Wer macht denn sowas? Fuschen ist ja alles schön und gut. Aber an der Bremse, das geht echt ein bisschen zu weit. Ich muss hier an der Stelle erstmal abbrechen und ein neues Kabel besorgen. Denn so kann ich es ja nicht lassen. Apropos besorgen. Hier bei den W639 Modellen wurden damals zwei verschiedene Bremsanlagen verbaut. Einmal von Bosch und einmal von Brembo. Die sind nicht kompatibel untereinander. Wenn ihr die Bremsbeläge im Zubehör kauft, empfehle ich euch, vorher das Rad abzunehmen und auf dem Bremssattel zu schauen, welches System bei euch verbaut ist. Hier auf dem Bremssattel steht's Bosch. Und hier auf dem Bremssattelträger auch. Die Bosch-Beläge erkennt man immer daran, dass sie zwei Aufnahmen für den Warnkontakt haben. Einmal hier und einmal hier. Und bei dem von Brembo ist es nur einer in der Mitte. Hier. So kann euch euer Teilefuzzi nicht die falschen Beläge andrehen. Passiert leider öfters. Nun besorge ich erstmal die Teile und wir sehen uns in einer Woche wieder. Also für euch sind es ja nur ein paar Sekunden. Bis gleich. So, weiter geht's. Habt die Teile bei Mercedes bekommen. Das neue Kabel mit dem Stecker und ganz wichtig, die Schraube. Hat mich 21,74 € gekostet. Nun schauen wir uns mal die Bremsscheibe an, warum ich die bei mir neu mache. Also, die Bremsscheibe hat eine Verschleißgrenze. Die liegt hier bei einer Stärke von 25 mm. Im Neuzustand hat die eine Stärke von 28 mm. Das heißt, die Bremsscheibe darf sich maximal nur um 3 mm in der Stärke abnutzen. Hier hat sich schon eine starke Kante am Rand gebildet, wie man sieht. Das kann man mit einem speziellen Messschieber für Bremsscheiben messen. Aber wer hat sowas schon zu Hause? Man kann es aber auch mit einem normalen Messschieber mit Tiefenmesser messen. Da habe ich hier auf der Seite 1,7 mm und auf der 1,9 mm. Macht zusammen 3,6 mm. Das bedeutet, dass die Bremsscheibe schon um 0,6 mm unter der Verschleißgrenze liegt und unbedingt erneuert werden muss. Ich werde bei mir erstmal die Radhausschale abnehmen und das Kabel erneuern. Für diejenigen, die das nicht machen müssen, können diesen Teil einfach überspringen. Um die Radhausschale abzunehmen, muss man den Halter hier abmachen. Einfach die Lasche nach hinten drücken und abziehen. Als nächstes die beiden Klipse hier rausmachen. Und dann mit einer 10er Nuss die Kunststoffmuttern hier fehlt die schon, hier und hier abschrauben. Und schon kann man die Radhausschale rausnehmen.
Das sieht ja hier nicht so schön aus. So viel Dreck und Rost. Oh Mann. Hier hinter dem Blatt und dem Dreck verbirgt sich unser Stecker. Ich mache erstmal alles ein bisschen sauber und dann können wir weitermachen. Jetzt schneide ich erstmal alle Kabelbinder durch, damit ich das Kabel abkriege. Nun noch das Kabel aus den Beinhaltern ausklipsen. Hier am Stecker sitzt eine Klammer, die den Stecker sichert. Die kann man einfach nach hinten drücken. Und jetzt kann man den Stecker rausziehen. Der Stecker besteht aus zwei Teilen. Einmal die Seite für den ABS-Sensor und die Seite für unseren Warnkontakt. Den kann man einfach in der Mitte auseinanderziehen. So. Jetzt kommt der neue Stecker wieder dran. Das war's. Nun kann alles wieder zurück. Klammer wieder rein. Fertig. Das Kabel wieder in die zwei Halter einklipsen. Jetzt sind wir an der Ausgangsposition, wo es ganz normal weitergehen kann mit der Bremse erneuern. Da würde man jetzt hier den Warnkontakt rausziehen und mit einer E10er Nuss den Halter abschrauben und zur Seite legen. Als nächstes löse ich die Fixierschraube von der Bremsscheibe, weil jetzt noch die Möglichkeit besteht, mit dem Schraubendreher in der Bremsscheibe gegenzuhalten. Jetzt drücke ich mit einem stabilen Schlitzschraubendreher hier zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe, damit die Bremskolben ein Stück zurückfahren. So kann man den Bremshalter später leichter abnehmen. Nächster Schritt, den Bremssattel abnehmen. Dafür schraubt man die beiden Schrauben hier und hier mit einer 13er Nuss oder Schlüssel raus. Bevor ich den Bremssattel abnehme, nehme ich mir ein Stück Draht und mache den an der Feder fest. Daran hänge ich den Bremssattel auf, damit der Bremsschlauch nicht belastet wird. Ja, ich weiß, das kann man auch mit einem Fleischerhaken machen, aber ich arbeite nicht gern damit. Der ist meistens zu kurz und zu unflexibel. Mit einem Draht kann man jede Position wählen, die ich brauche. Geht mit einem Fleischerhaken nur bedingt. Aber kann ja jeder machen, wie er will. Kontrolliert, ob die Staubmanschetten Beschädigungen haben und die Bremskolben dicht sind. Die sollten auch nicht zu stark verrostet sein. Schaut euch auch gleich den Bremsschlauch an, ob der porös ist oder an den Anschlüssen undicht ist. Dann sollten die Anlageflächen von den Bremskolben und diese Anlageflächen gereinigt werden. Als nächstes die Bremsbeläge rausnehmen. Und den Bremssattelträger abnehmen. Dafür schraubt man mit einer 21er Nuss die beiden Schrauben hier raus.
Fixierschraube mit einem T30 Torx raus und nimmt die Bremsscheibe ab. Die Radnabe muss richtig sauber gemacht werden. Hier dürfen weder Rost, Dreck oder irgendwelche anderen Rückstände vorhanden sein. Die Oberfläche sollte metallisch blank sein. Nur so liegt nachher die Bremsscheibe plan auf. Den Bremssattelträger sollte man auch vernünftig sauber machen. Die Gleitbleche rausnehmen und kontrollieren, dass sie nicht eingeschliffen oder beschädigt sind. Die muss man richtig sauber machen, so dass sie wieder metallisch blank sind. Am besten mit einer Messingbürste oder Säure. Ich persönlich mache die immer neu, so hat man nie Probleme. Hier, wo die Bleche später wieder reinkommen, muss man besonders gut sauber machen. Noch ein gut gemeinter Rat von mir: Wenn ihr die Teile von der Bremse sauber macht, mit einer Drahtbürste, Schleifmaschine, was auch immer, solltet ihr eine Staubschutzmaske tragen. Denn den Bremsstaub einzuatmen ist alles andere als gesund. Und eine Schutzbrille schadet auch nie. Ich strahle jetzt den Bremssattelträger mit Glasperlen ab und mache auch gleich die Radnabe und den Bremssattel sauber. Das dauert jetzt eine ganze Weile und danach sehen wir uns wieder. So, der Bremssattelträger ist super sauber geworden. Sieht gut aus. Natürlich hat nicht jeder eine Sandstrahlkabine zu Hause. Das geht auch mit einer Drahtbürste und Schleifpapier. Die Radnabe ist auch gut sauber geworden. Schön metallisch blank. Und der Bremssattel auch. Die Anlageflächen sind gut sauber. Und die Bremskolben hier auch. Wenn alles sauber ist, kann man die Bremskolben zurückdrücken. Das kann man mit so einem Bremskolbenrücksteller machen oder mit Schraubzwingen. Große Rohrzangen würde ich nicht so empfehlen, aber zur Not geht es auch. Aber egal, mit was ihr die Bremskolben zurückdrückt. Hier haben wir 2 Bremskolben. Ihr müsst unbedingt beide Bremskolben gleichzeitig zurückdrücken. Denn wenn man nur einen Bremskolben zurückdrückt, kommt der andere wieder raus. Also immer beide gleichzeitig drücken. Jetzt kommen die neuen oder die gereinigten Gleitbleche wieder auf den Bremssattelträger. Als nächstes die Führungsbolzen und die Staubmanschetten vom Bremssattelträger abziehen. Die Führungsbolzen sollte man jetzt reinigen und neu einfetten. Und die Staubmanschetten auf Beschädigungen prüfen. Das mache ich bei mir nicht, da ich bei mir diese Teile neu mache. Das braucht ihr natürlich nicht zu machen, wenn bei euch alles in Ordnung ist. Mein Meister hat damals immer gesagt, an der Bremse sollte man nicht sparen. Achtet darauf, dass ein Führungsbolzen hier ein Gummi hat und der andere ist blank. Die solltet ihr nach Möglichkeit nicht vertauschen. Jetzt kommen zuerst die neuen Staubmanschetten drauf. Dann die Führungsbolzen mit einem Langzeitfett ordentlich einfetten. In dem Set ist das Fett schon mit dabei gewesen. Ihr müsst bei der Staubmanschette darauf achten, dass der Führungsbolzen erstmal ganz bis zum Ende reingedrückt wird. Dann springt automatisch die Staubmanschette über diese Wulst hier drüber. Erst dann ist es okay. Bevor man jetzt die neue Bremsscheibe einbaut, soll man laut Hersteller diese Anlagefläche für die Zentrierung der Bremsscheibe mit Langzeitfett leicht einfetten. Ich nehme dafür aber Keramikpaste. Und wer möchte, kann auch hauchdünn diese Anlageflächen einfetten. Muss man aber nicht. Kann ja jeder machen, wie er will. Kommen wir kurz zur Bremsscheibe. Da ist es egal, ob man einen Bremssattel von Bosch oder Brembo verbaut hat. Die Bremsscheiben sind bei beiden Systemen gleich. Bei mir ist die Bremsscheibe eingefettet, zwecks Rostschutz. Die muss man erstmal vor dem Einbau entfetten. Ich mache das mit Verdünnung und einem Lappen. Man kann aber auch Bremsenreiniger nehmen. Es gibt auch komplett lackierte Bremsscheiben. Da braucht man gar nichts machen. Die kann man gleich einbauen. Jetzt kann man die Bremsscheibe einbauen. Laut Hersteller soll man die Fixierschraube erneuern und mit 18 Nm festziehen. Dafür braucht man einen T30 Torx.
Als nächstes den Bremssattelträger wieder einbauen. Die alten Schrauben kann man wieder verwenden, aber das Gewinde muss gereinigt werden und man muss Schraubensicherung verwenden. Bei mir nehme ich neue Schrauben, da ist die Schraubensicherung schon drauf. Die beiden Schrauben werden mit einer 21er Nuss und 172 Newtonmeter festgezogen. Nun kommen die neuen Bremsbeläge rein. Und auf die Bremsbeläge keine Bremsenpaste oder Montagefett verwenden. Ganz wichtig. So wie ihr die aus der Schachtel rausholt, so baut ihr die auch ein. Sonst kann es zu Fehlfunktionen an der Bremsanlage kommen. Und ich glaube, das will keiner. Vielleicht wundert sich jetzt der ein oder andere, dass auf den Bremsbelägen Brembo draufsteht. Obwohl ich ja am Anfang sagte, dass ich einen Bremssattel von Bosch habe und das eine System nicht auf das andere passt. Und das ist auch richtig. Brembo stellt auch für das Bosch-Bremssystem die Bremsbeläge und die Bremsscheiben her. Und da ich immer nur gute Erfahrungen mit Brembo gemacht habe, nehme ich die von Brembo. Bosch ist sicherlich auch gut. Aber es gibt so viele Hersteller, da hat sicherlich jeder seinen eigenen Favoriten. Jetzt kommt der Warnkontakt hier rein. Der hat so zwei kleine Rastnasen. Wenn man den reindrückt, ist er sofort arretiert. Als nächstes wird der Bremssattel montiert. Auch hier schreibt der Hersteller neue Schrauben vor, aber die sind fast immer mit den Bremsbelägen dabei. Beim Montieren darauf achten, dass man das Kabel vom Warnkontakt hier durchfädelt. Und die Führungsbolzen sollten circa so stehen, da die ja gegen diese Kante kommen. Die müssen auch hier sauber anliegen. So wird auch verhindert, dass sich die Führungsbolzen beim Festziehen nicht mitdrehen. Die beiden Schrauben werden jetzt mit 39 Newtonmeter beim Bosch-Bremssattel und mit 34 Newtonmeter beim Brembo-Bremssattel festgezogen. Der Schraubenkopf ist jetzt bei den neuen Schrauben 12 mm. Vorher war es ein 13er. Das variiert je nach Hersteller. Den Draht oder Fleischerhaken nicht vergessen abzumachen. Nun den Stecker vom Warnkontakt in unserem schönen neuen Halter stecken. Dann den Halter anschrauben und mit einer E10er Nuss und 10 Newtonmeter festziehen. Dann noch die beiden Leitungen mit einem Kabelbinder festmachen. Macht zum Schluss noch auf beiden Seiten die Bremsscheibe mit Bremsenreiniger sauber, falls ihr auf die Bremsfläche mit fettigen Fingern gekommen seid. Das gleiche macht man jetzt auf der anderen Seite, denn Bremsscheiben und Beläge müssen immer beidseitig gewechselt werden. Ich lasse die Radhausschale und das Rad noch ab, da ich noch den Rost bekämpfe. Ich blende euch die Anzugsdrehmomente für die Räder ein. Da gibt es je nach Fahrgestellnummer und Typ verschiedene. Nach jedem Bremsbelagswechsel muss im Stand das Bremspedal mehrmals durchgetreten werden, damit die Beläge ihren Betriebszustand einnehmen können. Wenn man jetzt wieder einen Bremsdruck spürt, ist alles okay. Kontrolliert noch den Bremsflüssigkeitsstand, der müsste wieder gut sein. Steht kurz vor Maximum, kann man so lassen. Sollte der bei euch zu niedrig sein, müsst ihr was nachfüllen. Während der ersten 200 Kilometer müssen die Bremsscheiben und Bremsbeläge eingefahren werden. In dieser Zeit sind, wenn es die Fahrsituation erlaubt, Gewalt- und Dauerbremsungen zu vermeiden. Und man sollte die Bremse auch nicht schleifen lassen. Das könnte zu einem vorzeitigen Verglasen der Bremsbeläge führen. Also immer schön vorausschauend fahren.
Jetzt noch eine Info an meine lieben Abonnenten und Zuschauer. Ich habe ab morgen 3 Wochen Urlaub und da wollte ich eigentlich wegfahren. Ob es klappt, das weiß ich leider noch nicht. Aber es kann passieren, dass in den nächsten 2 bis 3 Wochen kein Video von mir kommt. Das nur zur Info. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.